Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu dieser Sailor Moon Zusammenfassung. Ich habe bereits 2 solcher Videos gemacht, über Sailor Moon Musicals, die komplett neue Handlungen haben, also keine Geschichten, die man aus irgendwelchen Staffeln kennt. Jetzt habe ich mir aber gedacht, auch die anderen Musicals, die die normalen Sailor Moon Staffeln behandeln, sind interessant, denn da ist ja doch einiges anders. Denn man muss es ja erstens auf der Bühne irgendwie umsetzen und zweitens muss man die gesamte Staffel in nur 2 Stunden ungefähr rüberbringen, also ja, da haben sie sich dann doch einiges Neues auch einfallen lassen. Naja, ich hoffe, das interessiert euch. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Idee findet. Heute fangen wir mal an mit dem allerersten Musical. Und ich sag's gleich schon mal, bitte lasst euch nicht von den Kostümen abschrecken. Es waren halt die Anfänge damals und ich weiß, einige Kostüme sehen schrecklich aus. Heutzutage sieht es dann eher so aus. Also hat sich auf jeden Fall sehr stark verbessert. Ich würde euch übrigens auch nicht empfehlen, dieses Musical als allererstes zu schauen. Ich würde euch eher empfehlen, eins der neueren zu nehmen. Die Musicals sind ja unabhängig voneinander, deshalb ist es eigentlich egal. Okay, das allererste Musical heißt Gaiden Dark Kingdom für Katsuhen. Der Titel bedeutet Alternative Geschichte, Dark Kingdom Wiederbelebung und es ist von 1993, also sehr früh. Es gab von dem Musical auch eine Kaiteiban-Version, allerdings wurde diese nie auf Video aufgezeichnet, deshalb kann ich dazu auch nichts sagen, ich beziehe mich hier nur auf das Original. Kaiteiban bedeutet, dass ein Musical nochmal aufgeführt wird, aber mit einigen Änderungen, und das gab's bei den damaligen Sailor Moons eben öfters. Okay, fangen wir an. Die Geschichte spielt nach den Ereignissen der ersten Staffel des 90er-Animes. Das heißt, die Senshi sind alle schon erwacht, kennen sich alle schon und haben auch Queen Beryl schon mal am Nordpol bezwungen und so weiter. Man merkt, dass das hier manchmal nicht so ganz durchdacht ist, denn es wird auch gar nicht gesagt, warum die Senshi ihre Erinnerungen wieder zurückhaben. Naja, aber das ist jetzt einfach mal so. Es fängt damit an, dass Usagi einen Albtraum hat, in dem Queen Beryl erneut wiedergeboren wurde und Rache schwört. Als sie den anderen davon erzählt, wird sie aber nicht ernst genommen, außer von Luna und Artemis. Die Mädchen freuen sich auf die Sommerferien und wollen Bademode shoppen gehen. Doch da spürt Rei die Aura eines Dämons an ihrer Lehrerin Frau Sakurada, die auch mit dabei ist. Zuerst glaubt Rei niemand, doch dann entpuppt sich die Lehrerin tatsächlich als Dämon. Als sich die Sailor Senshi verwandeln wollen, werden sie jedoch attackiert. Plötzlich kommt Tuxedo Mask zu Hilfe und ermöglicht ihnen die Flucht. Damit ist klar, Usagis Traum ist wahr und das Dark Kingdom ist tatsächlich ein weiteres Mal wieder auferstanden. Die Katzen erinnern sich an den Angriff auf das damalige Silver Millennium und den Verrat der Shitenno, also der Prinzen der 4 Himmel, die die Sailor-Kriegerinnen doch eigentlich damals geliebt hatten. Die Mädchen treffen auf einen Sportler namens Saito-kun, in den Minako offensichtlich verliebt ist. Dieser ist in Wirklichkeit Kunzeit in Verkleidung. Haha, weil Saito-kun Kun-Saito Silben vertauscht ist. Naja, und dieser war wohl ein ehemaliger Schüler von Minakos Schule in dieser Version. Sie gesteht Saito-kun ihre Liebe und er erwidert ihre Gefühle. Sie gehen zusammen auf ein Date in den Vergnügungspark, gefolgt von den anderen Senshi, die die beiden heimlich beobachtet haben. Ihr Versteck fliegt zwar schnell auf, aber da ruft Saito-kun seine Sportlerfreunde. Diese sind natürlich Jadeite, Nephrite und Zoisite in Verkleidung. Sie hängen sich an jeweils eins der Mädchen und wollen auf ein Date, und diese sind sofort begeistert. Usagi ist traurig, weil sie allein ist, aber dann trifft sie auf Mamoru, welcher sie tröstet. Es kommt dann aber noch zu einem kleinen Streit zwischen den beiden. Die 4 Paare gehen zu einer Wahrsagerin für ein Liebeshoroskop und auch Usagi kommt dorthin. Als die Wahrsagerin jedoch seltsame, düstere Vorhersagen macht, wird klar, dass sie in Wahrheit Queen Beryl ist. Und auch die Shitenno zeigen ihr wahres Gesicht und greifen die Senshi an. Es gelingt den Bösewichten, Mamoru zu entführen, als Druckmittel, um den Silberkristall zu bekommen. Die Senshi sind entschlossen zu kämpfen und machen sich auf den Weg zum Nordpol.
Und das hier ist übrigens das erste und einzige Mal in diesem Musical, dass sich die Senshi verwandeln, so als großes Finale. Am Nordpol können Mercury, Mars, Jupiter und Venus je einen der Shitenno vernichten, werden jedoch selbst mit in den Tod gerissen. Sailor Moon konnte in der Zwischenzeit Mamoru befreien, aber auch er stirbt, indem er sich vor sie wirft und sie vor einer Attacke Beryls rettet. Sailor Moon setzt am Ende all ihre Kraft gegen Queen Beryl ein und auch die Geister ihrer Freundinnen helfen ihr. Damit wird das Böse erneut besiegt. Doch da Sailor Moon den Silberkristall eingesetzt hat, muss auch sie sterben. Ihr letzter Wunsch bewirkt jedoch, dass alle Senshi und auch Mamoru wiedergeboren werden. Yay! Mit einem glücklichen Wiedersehen endet dieses Stück. Ich muss jetzt auch dazu sagen, dieses Musical ist deutlich kürzer als die späteren und man merkt auch, man hat sich hier noch relativ stark am 90er-Anime orientiert, zumindest das Ende ist eigentlich fast identisch. Am Anfang ist ja dann aber doch einiges anders. Falls ihr übrigens gerne eine ausführlichere Besprechung dieses Stückes hättet, wir werden demnächst irgendwann mal einen Podcast dazu machen. Wir haben übrigens auch Podcasts zu anderen Sailor Moon Musicals gemacht. Und ich werde euch hier natürlich auch verlinken, wo ihr es schauen könnt. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch sowas interessiert, ob ich sowas auch zu anderen Musicals machen soll. Und dann würde ich sagen, ciao bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.